Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dimi. Viele von euch haben schon lange auf diesen Bericht gewartet. Einige von euch haben mich schon förmlich penetriert und über jegliche Kanäle angeschrieben nach dem Motto, wann kommt endlich dieser Bericht über das 15.000 € Lautsprecherkabel. In diesem Video bekommt ihr diesen Bericht. Vorher stelle ich euch aber das Kabel zunächst einmal vor, um das es überhaupt ging, denn das war auch der Deal mit dem Hersteller Audio-Mika. Kurz die Ausgangssituation für alle, die neu sind auf meinem Kanal. Oktober 23 habe ich euch per Videobotschaft zu einem Test bei mir hier im Hause des 15.000 € Lautsprecherkabels von Audio-Mika eingeladen, das Crystal Silver Signature. Diese Einladung haben ungefähr 13 Leute von euch angenommen und sind dann zum Test hier bei mir erschienen. Zuvor war es aber so, dass Audio-Mika mich gebeten hatte, ein Review über dieses Kabel zu machen, was ich anfangs ablehnte, weil es mir einfach zu teuer war und ich Bedenken hatte, ein solches Produkt, ein Kabel, was so teuer ist, als Content auf meinem Kanal zu bringen. Aber nach vielen Gesprächen hin und her und drüber nachdenken, habe ich dann eine Idee gehabt und Audio-Mika vorgeschlagen, passt mal auf, ich mache ein Review, wenn ihr mir vorher ein Event bei mir hier im Hause sponsert. In dem Sinne, dass ich Leute hier einlade, dass wir gemeinsam dieses Kabel testen, auch gegen andere Kabel vergleichen. Und diese Menschen, die dann bei mir hier gemeinsam mit mir testen, dann auch per Videobotschaft, dass ich das also aufnehme, dann auch ihren Eindruck schildern dürfen, welcher dann in das Review mit einfließen wird. Was dann dabei rauskommt, wäre dann euer Risiko, habe ich dann gesagt. Aber so hätten wir einen authentischen Bericht. Und das hat Audio-Mika tatsächlich mitgemacht. Und davor ziehe ich schon mal meinen Hut. Dieser Test hat im November bereits stattgefunden und der Bericht dazu kommt jetzt in diesem Video. Jetzt erfülle ich aber meinen Teil der Vereinbarung gegenüber Audio-Mika und stelle euch das Kabel erst einmal vor. Was natürlich für euch auch interessant sein dürfte, denn es steht ja auch die große Frage in der Luft: Welche Besonderheiten hat so ein Kabel, um einen solchen Preis auch aufzurufen? Achtung, einmal hier oben, bevor ihr mich zusammenfaltet, bezahlte Werbung. Welche besonderen Merkmale hat dieses Kabel? Wir haben Leiter aus rein versilbertem OCC N7 Kupfer mit 2 unterschiedlich dicken Einzelleitungen in den Kernen, um den Skin-Effekt des Leiters zu maximieren. Die Drähte sind durch leere PVC-Rohre getrennt, um Interferenzen zwischen den Leitungen zu reduzieren. Jeder Draht ist mit FEP und darüberliegendem PVC für beste Isolierung ummantelt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist FEP? FEP ist die Abkürzung für Fluorethylenpropylen. Es ist ein Material, das eingesetzt wird, wenn Beständigkeit gefordert ist, wie zum Beispiel gegenüber extremen Temperaturen, Chemikalien oder anderen Einflüssen. Das verwendet Audio-Mika als Ummantelung. Es ist ein sehr umweltbeständiges Material und es weist außergewöhnlich gute elektrische, thermische, chemische und mechanische Eigenschaften auf und ähnelt dem Material PTFE. PTFE kennen wir unter dem gängigen Namen Teflon. FEP ist aber flexibler. Außerdem haben wir eine dreifache Abschirmung mit TCB-Technologie. Contrary Twisted Braids nennt sich das bei Audio-Mika und das bietet eine 360-Grad-Abdeckung. Etwas einfacher ausgedrückt, wir haben 3 verschiedene Geflechtsstrukturen in unterschiedlichen Maschengrößen, die für einen 360-Grad Schutz des Kabels sorgen gegen Interferenzen und Einstreuungen. Zudem sind die Stecker doppelt versilbert. Das nennt sich DCP, Double Coating Process, und das wird gemacht, um Gehäuseresonanzen, elektromagnetische Verwirbelungen zu eliminieren, die dort genau am Gehäuse an den Terminals entstehen könnten. Dann Drahtdurchmesser 6 x 1,5 Quadratmillimeter mit 2 unterschiedlichen Stärken der einzelnen Leitungen in den Adern. Kabeldurchmesser gesamt 16 mm. Optionen haben wir Single Wire, B-Wire, B-Amping. Sonderanfertigungen sind möglich und es wird handgefertigt in Polen. Gleiches gilt auch für das Interconnect-Kabel aus derselben Serie, das Veroni Silverline. Einziger wesentlicher Unterschied ist, dass das Lautsprecher aus reinem versilbertem OCC N7 Kupfer besteht und das Cinch-Kabel besteht wiederum aus purem Silber OCC 4N. So viel zu den Kabeln. Kommen wir nun zum Test.
Zunächst habe ich mir bei euren Anmeldungen nicht irgendwie die richtigen Leute herausgepickt, sondern es ganz nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst eure Anmeldungen bestätigt. Somit hatte ich ganz random verschiedene Leute da, die nicht irgendwie geschmiert waren oder so. Aber davon geht ihr sicherlich auch aus. Dann hat mir Audio-Mika neben dem Crystal Silver Signature Kabel, das 15.000 € Kabel, noch 2 weitere aus dem eigenen Hause zur Verfügung gestellt als Vergleich. Das waren einmal das Lautsprecherkabel aus der Red Series und das Celis Excellence. Somit hatten wir 3 Kabel von Audio-Mika zur Verfügung. Ich habe dann noch ein weiteres Kabel mit ins Spiel gebracht und habe den Gästen dann gesagt, oder den Gästen eben nicht gesagt, um welches Kabel es sich handelt. Habe nur gesagt, ich habe noch eins von einem anderen Hersteller mit ins Spiel gebracht. Euch kann ich das natürlich jetzt sagen, weil der Test schon lange vorbei ist. Ich habe ein David Laboga Level 5 Lautsprecherkabel mit ins Spiel gebracht. Und als 5. Kabel, und da waren natürlich auch alle überrascht, aber ich fand das ganz gut und ich glaube, alle anderen fanden es auch super, dass ich das gemacht habe. Ich habe ein selbst konfektioniertes, ganz simples Telefonkabel noch mit reingebracht. 5 Kabel hatten wir also zum Test. Fabian Falkenstein, der deutsche Vertrieb von Audio-Mika, und ich haben uns dann 2 schöne Songs noch ausgesucht. Der erste Song war von Till Brönner, Thousand Kisses Deep, und der zweite Song von Melody Gardot, She Don't Know. Beides 2 verschiedene Musikrichtungen, würde ich euch an der Stelle auch einfach mal empfehlen zum Reinhören. Dann haben wir beide Songs hintereinander abgespielt, mit jedem Kabel einmal. Ich habe allen Testern, oder wir haben allen Testern einen Notizblock und einen Kugelschreiber zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich alle gebeten, schreibt doch bitte einmal Kabel 1, 2, 3 bis 5 auf und zu jedem Kabel nochmal eine Tabelle, Song 1, Song 2. Und dann haben wir einfach, wie gesagt, diese 2 Songs hintereinander mit jedem Kabel einmal gehört. Und jeder konnte sich zu jedem Song und zu jedem Kabel dann einfach Notizen machen. So, und als wir dann damit fertig waren, habe ich mich vorne hingestellt mit meinen Notizen und wir haben uns dann gemeinsam darüber unterhalten, wie jeder von uns Kabel 1 bis 5 oder den Klang der Anlage mit Kabel 1 bis 5 wahrgenommen hat, ohne erstmal aufzulösen, welches Kabel es ist. Also wir haben uns wirklich nur über Kabel 1, 2, 3, 4 oder 5 unterhalten und jeder hat so seine Eindrücke geäußert. Und bei dieser Diskussionsrunde war es dann wirklich interessant, diese Klangbeschreibungen von jedem Einzelnen zu hören. Die einen konnten das nicht so gut, waren da nicht so geübt drin, ein paar andere waren aber wirklich ziemlich gut darin, das zu beschreiben. Witzig war aber, dass die Klangbeschreibungen sich untereinander gedeckt haben. Also es war jetzt nicht so, dass der eine gesagt hat, ja, das klingt für mich total spitz und der nächste hat dann über dasselbe Kabel gesagt, nee, für mich klingt das total gedämpft. Das war nicht der Fall. Also die Klangbeschreibung war untereinander wirklich sehr, sehr ähnlich. Was sich aber unterschieden hat, war der Geschmack. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, das Kabel klingt für mich total gedämpft und irgendwie total weich und warm, und das finde ich sehr gut. Der nächste hat genau das Gleiche beschrieben, hat aber gesagt, dass er genau das nicht gut findet. Also haben sich ganz schnell 2 Hörtypen herauskristallisiert. Und so gab es die eine Mehrheit, muss man sagen, die unwissend, dass sie gerade über das 15.000 € Kabel sprechen, dieses als für sie das Beste benotet haben. Und von der anderen Seite gab es dann ein paar wenige, ungefähr 4, 5 Personen, die genau das Kabel gar nicht so gut fanden. Was uns eben zeigt, dass Silberkabel oder versilberte Kabel einfach nicht jedermanns Sache sind. Ich zeige euch einfach mal die Reaktionen, als ich aufgelöst habe, welches das 15.000 € Kabel ist. Nummer 4. Darf ich? Ja. Mit Abstand das, was in der meisten angemacht hat. Ja? Ja. Stimmen alle hier? Ja, alle? Auflösung, Raum, Durchhörbarkeit, Klassizität, also allein, also wenn man sich vorstellt, wie im Studio Leute stehen, also so ein Schlagzeug, so eine Snare, die Hi, die dann neben ziseliert, wesentlich besser wahrnehmbar. Der Bass extrem kontrolliert. Das Atmen des Bassisten, in manchen Stellen ja 3 Atmer drin, irgendwie, was er übers Aufnahmemikrofon reingekriegt hat, wie er richtig Luft gezogen hat, bevor er irgendwann die Dribbles runterzieht. Für mich definitiv mit Abstand das beste Kabel. Wow. Stimmt jemand nicht zu? Stimmt jemand dem nicht zu? Also ich stimme voll zu. Ja. Also natürlich war ich 4 das beste Kabel, ohne Frage. Das war hier einfach abgestimmt. Ja, genau. Ja.
ohne Frage. 4 Ja, natürlich, Rot und alles Wein, richtig, wunderbar. finde ich auch. Aber die 3 ist für mich gewesen, irgendwie, wo ich sage, Nochmal, bevor sich jemand nicht traut. Fand jemand das nicht so? Das will ich unbedingt wissen. Also bei mir war es nicht so. Bei dir war es nicht so, okay. An diesem Platz. Und Ja. wie gesagt, ich hatte für mich auch schon ein bisschen abgeschlossen. Du kannst bei der zweiten Runde mal hinten Ja. in der Mitte sitzen. Für mich war am eindrücklichsten bei dem Kabel 4, dass bei dem zweiten Lied Melodie Gado schon dieser Einstieg, der so ein bisschen leiser war, dass da schon Spannung aufgebaut ja. Voll, habe ich auch voll gemerkt. Ja. Und die Stimme war da super rausgearbeitet, auch am besten. Das war der klarste Hochton für mich, der sauberste. Also und ich habe bei dem ersten Lied schon aufgeschrieben, nichts stört. Also für mich war das Sehr lebendig, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Live, das kommt mehr an der Anspann. Ja. Für mich, wir hatten ja eben schon den 3:4. Ich kann sagen, bei Brenner war das, der Bass mir bei 3 kommen und zu 3 zurück, weil ich fand den Vergleich, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ne, dass der Bass für mich zumindest an meiner Position, muss ein Bass warm und trocken sein. Ja. Und ich fand bei 3 war er für mich nicht so lebhaft und bei 4 habe ich mir aufgeschrieben, dass er mehr live. Und ich habe beim 4., wenn man die Bewegung mal wahrnimmt, am meisten gemerkt, oh ja, ich bewege mich gerade. Last but not least, Nummer 5. Wie fandet ihr das? Unterschiedliche war im Hochtonbereich sehr weit oben. Teilweise ein bisschen, ja, verfärbt wäre vielleicht nicht verfärbt, aber ich fand, da waren so leichte Hochtonartefakte drin, die mich stören würden. Also mir würde es jetzt nicht so sagen, ist aber nicht das Schlechteste. Ja. Hat einen guten Raum gemacht, also die Abbildung von hier, die Orgel, die Gitarre, das war schön, schön dargestellt, selbst von hier. Wäre so mein Statement. nicht so gut. Fand das jemand irgendwie richtig gut, dieses Kabel oder so? Also ich fand es vergleichbar. gefallen. Ja. Weil auf diesem Platz hier habe ich die meisten Details mitgekriegt. das ist ja witzig. Wow. Ich fand das auch, also das erste hatte mich ja begeistert, weil ich wie gesagt das erste Mal gehört habe und dann beim 5. habe ich dann gedacht, oh nee doch, das gefällt dir auch wieder. Also ich habe mir bei Lied 1 und 2, die Begriffe waren verschliffen, verhangen, zurückgenommen, das habe ich mir zu 5 aufgeschrieben. War aber auch blöd für das Kabel 5, dass es nach meinem absoluten Favoriten kam. Vielleicht Ja. das kann ich Mir geht das genauso. Ja, das ist schwierig dann zu detektieren. Also das war die 5 auch irgendwie. Jetzt bin ich mal gespannt, was da Ja. Also für mich war auch das Beste das 4, Ja. aber wenn ich entscheiden sollte und würde zugreifen, würde ich das 5 nehmen, weil ich das war für mich einfach Auch interessant. entspannter. Nummer 4 ist tatsächlich das Silberkabel. Ich habe Ja. gefürchtet. Okay. Und 5 ist die Stelle Wohlstand. Und 5 ist das Telefonkabel. Ja, ja. Aber das fand ich auch sehr interessant, weil hier, was ich eben sagte, es gibt die einen, die das überhaupt nicht gut fanden und die anderen, die das sogar sehr gut fanden. Also ne, Hörverhalten ist ja immer unterschiedlich. Also für diejenigen, die es gut fanden, Jackpot, würde ich sagen. Wie teuer ist denn das für Silber? 15.300. Nummer 4. Ja, 15.300. Und jetzt Veranstaltungspreis hier? Achso, Plus 10%. ich muss dazu sagen, Herr Bauer, Herr Bauer habe ich nachträglich eingeladen, er hat das Video nicht gesehen. Herr Bauer wusste also gar nicht, dass wir ein 15.000 Euro Kabel heute testen. Aber es betrügt mich insofern, als es meine Nummer 1 ist. Und sehr viel besser wäre es gewesen, wenn das Die 5 gewesen wäre. Die Frage ist, wenn du die 15.000 Euro irgendwo anders in deiner Anlage anstellst, wie groß ist dann der Unterschied? Größer, größer. Also das kann ich dir jetzt schon mal Ist so sagen. klar. Das ist ja klar. So, und dann haben wir noch mal eine letzte Runde spontan gemacht. Wir haben noch einen anderen Song genommen, einen nur diesmal und alle 5 Kabel noch mal durchgehört. Natürlich habe ich die Reihenfolge wieder so verändert, dass die Tester diese Reihenfolge eben nicht kennen. Und witzigerweise kam in dieser Runde bei den meisten Hörern, und da bin ich ganz ehrlich, das Telefonkabel richtig gut bei weg. Da konnten wir erstmal aufatmen nach dem Motto, puh, haben wir erstmal Geld gespart. Was ist aber nun mein Fazit? Also, ich werde euch keines dieser Kabel pauschal empfehlen, weil ich einfach weiß, dass es sowieso Setup-abhängig ist. Und über den Preis werde ich mit euch auch nicht diskutieren. Wir alle wissen ganz genau, dass das sowieso sehr, sehr viel Geld ist. Aber mir ging es bei diesem Test einzig und allein um den Unterschied, um die Tatsache, ob und dass wir in dem Fall wirklich Unterschiede bei den Kabeln feststellen konnten. Außerdem war es interessant festzustellen, dass Silberkabel bzw. versilberte Kabel meine Komponenten so beeinflussen, dass der Sound anders klingt, als wenn man Kupferkabel verwendet. Das ist erstmal interessant
und ich finde, mit dieser Info könnt ihr schon mal was anfangen. Findet für euch heraus, ob Silberkabel zu euren Anlagen passen. Tendenziell kann ich euch sagen, dass es erstmal etwas heller wird, detailreicher wird, aber das sind Eigenschaften, die vielleicht mal zu viel des Guten sein. In anderen Kombinationen aber vielleicht genau die richtige Würze bringen können. Und speziell dieses Kabel, das Crystal Silver Signature 15.000 € Kabel, haben tatsächlich 2 Kunden gerade gekauft, jetzt im Dezember und im Januar. Und bei einem dieser Kunden war ich sogar zu Hause, weil wir diesen Test gemeinsam gemacht haben. Und ich kann diesen Kunden verstehen, dass er im Endeffekt dieses Kabel nicht mehr hergeben wollte. Dieses Kabel hat in seinem Setup einfach gepasst wie die Faust aufs Auge. Für ihn ist das Kabel eine entscheidende Komponente geworden in seinem Setup. Natürlich hat dieser Kunde an alles andere schon bereits gedacht, was viel wichtiger ist als das Kabel, und das schon umgesetzt. Und das mit dem Kabel war für ihn der allerletzte wichtige Schritt, um damit abzuschließen. Ich schließe an dieser Stelle auch ab. Ich hoffe, dieser Bericht hat euch gefallen. Schreibt es bitte in die Kommentare, schreibt eure Erfahrungen in Bezug auf das Thema Kabel. Auch ihr, die das Thema Kabel komplett irrsinnig finden, auch eure Kommentare sind willkommen. Bleibt bitte aber alle höflich und respektvoll. Gerade in der heutigen Zeit finde ich das sehr, sehr wichtig. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt mit einem Abo. Das würde mir sehr helfen. Und jetzt zum Abschluss, also ich verabschiede mich an der Stelle, aber ich blende euch jetzt nochmal die paar Gäste ein, die sich zu dem Kabeltest geäußert haben. Das waren leider nicht alle, die meisten wollten nicht so gerne vor die Kamera, aber vielen Dank an alle, die sich getraut haben und auch an alle, die gekommen sind. Bis dann. Ciao. Mein Name ist Alex und vom Grundsatz fand ich das auf jeden Fall super hier, also auch die Organisation, auch wie das vom Timing her war, also man muss auch nicht warten. Also wie gesagt, nochmal super organisiert. Das hat auch viel Spaß gemacht. Ich bin, wie gesagt, mit der Erwartung eigentlich hergefahren, oder ich bin der Meinung, war vorher der Meinung, dass man Kabel nicht hören kann. Wurde ich hier halt etwas Besseren belehrt. Also ich will natürlich auch nicht sagen, dass hier für mich das, sagen wir jetzt, die neue Welt eröffnet hat, aber definitiv habe ich Unterschiede gehört. Kabel gehört, die tatsächlich einen Unterschied ausmachen und auch die schlechter klingen, also definitiv schlechter. Und nicht zu sagen, aber ich konnte jetzt auch nicht, kann auch nicht wirklich sagen, so, ja, das ist das Kabel, was ich auf jeden Fall kaufen würde. Ich würde keine 15.000 € für ein Kabel bezahlen, aber eine bessere Verarbeitung kann man raushören, definitiv. So. Aber ich würde trotzdem keine 1.000 € für ein Kabel bezahlen, ich würde wahrscheinlich eher in Technik, also in die Anlage reinstecken, anstatt ins Kabel. Das Kabel würde vielleicht irgendwann mal am Ende drankommen. Aber, wie gesagt, ich war der Meinung, man kann Kabel nicht hören. Bin davon besser belehrt worden, definitiv. So viel kann ich dazu sagen. Danke für dein Feedback. Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Frank, ich komme aus Bremen und ich bin das zweite Mal hier bei DEMI. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, war auch top organisiert. Ich habe schon gedacht, dass es vielleicht doch mehr Unterschiede unter den Kabeln gibt. Ich fand es teilweise sehr eng zusammen, aber doch, man konnte gerade in der ersten Session doch relativ deutlich dann auch die Unterschiede hören. Das Ergebnis war natürlich teilweise überraschend und was mich sehr gewundert hat, wie doch unterschiedlich die einzelnen Teilnehmer das empfunden haben hier. Wie fandst du so den Test an sich, wie der Ablauf war? Den Test an sich fand ich gut. Ich fand das mit dem Blindtest gut, dass man nicht wusste, welches Kabel angeschlossen ist. Und auch, dass wir 2 unterschiedliche Stücke gehört haben, fand ich auch gut. Wir haben ja noch eine zweite Session gemacht, nur mit einem Titel. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass man so, wenn man den 3-4 Mal gehört hat, dann ein bisschen die Aufmerksamkeit einfach nachlässt. Sonst fand ich es sehr gut. Dankeschön. Ich würde wiederkommen. Hallo, ich bin Matthias. Erstmal vielen Dank, Demi, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, einmal die Kabel gegeneinander zu hören. Ich fand die Organisation, wie du es organisiert hast, sehr, sehr gut. Ich fand, du hast ja gesagt, wir haben 2 Titel gespielt mit einem Kabel, dann das nächste Kabel genommen, wieder 2 Titel gespielt. Ich fand es manchmal ein bisschen anstrengend, sich das noch zu merken mit diesen 2 Titeln. Vielleicht wäre es da besser gewesen, immer nach jedem Titel einmal zu wechseln. Was ich aber, glaube ich, auch vom Aufwand wäre es natürlich bei 5 verschiedenen Kabeln auch sehr hoch gewesen. Was ich fand, zu den einzelnen Kabeln war ich super überrascht, dass man so viele Unterschiede in den Kabeln gehört hat.
Also was die Räumlichkeit angeht, die Tiefenstaffelung, was den Hochton angeht, was selbst die Basskontrolle angeht, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so eine Auswirkung hat. Ich glaube, dass in Maßen das auch richtig Sinn macht, mit dem Kabel sich das raussuchen. Wie viel jeder für ein Kabel ausgibt, muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist, kann nur jeder für sich selber entscheiden. Also 15.000 € wäre es mir jetzt nicht wert. Da würde ich eher an anderen Komponenten gucken, ob ich da was mehr rausholen kann oder auch am Raum. Wir haben auch ja festgestellt, dass die Kabel auch sehr unterschiedlich vom Raum und von der Sitzposition her abhingen, wie sie gewirkt haben. Auch das fand ich super, super spannend und sehr, sehr interessant. Vielen Dank dafür. Hallo, ich bin Thorsten. Ich war hier bei Dimi zum Kabelvergleich. Das ist hier richtig schön aufgebaut. Dimis große Anlage mit 4 verschiedenen Kabeln, darunter auch ein Telefonkabel und verschiedene Leute. Wir haben das dann angehört, haben dann unsere Meinungen beschrieben und wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, beim ersten Mal hat mich das sehr überwältigt. Habe ich gedacht, Mensch, das ist echt klasse. Beim zweiten Mal hatte ich das Gefühl, okay, ist es ein bisschen weniger. Das habe ich dann irgendwo gedacht, naja, das wird wohl das Telefonkabel sein und dann wird der Rest jetzt ja ganz einfach werden. Dann haben wir die nächsten 3 Kabel gehört, da habe ich gedacht, oh, das ist doch gar nicht so leicht. Vielleicht kannst du es doch nicht so gut beschreiben oder du hattest recht, das Gehör ist nicht mehr so gut. So, und dann kam die Bewertung und dann haben die verschiedenen Leute ihre Meinung gesagt und da war das sehr interessant zu sehen, wer wie was gesagt hat, welches Kabel vorne lag. Und da hat man gemerkt, das variierte so ein bisschen, wer hat vorne gesessen, wer hat in der Mitte gesessen, wer hat außen gesessen. Und dann haben wir nachher nochmal die Plätze getauscht, haben das nochmal gemacht und da konnte man dann auch schon ein bisschen differenzieren. Und da habe ich auch gemerkt, so das eine oder andere Kabel, ja, das gefällt mir. Und von daher war das ein sehr interessanter Workshop. Aber die Preise für das hochwertige Kabel, die könnte man vielleicht dann doch in die Raumakustik oder so investieren. Da kriegt man noch definitiv mehr raus als über Lautsprecherkabel. Aber wenn man dann das letzte bisschen Finesse noch rausholen möchte, dann kann man sich ganz gut mit Kabeln und Strom weiter beschäftigen. Ja, also ich bin Helge Simon und beschäftige mich schon relativ lange mit HiFi, eigentlich so über 30 Jahre. Bin durch Dimis Videos ein bisschen aufmerksam geworden auf diesen Test. Habe mich gefreut, dass ich eingeladen worden bin zu dem Test. Wir haben hier einen schönen Ablauf für mich gehabt an der Stelle. Haben wir mal durchprobiert, haben die Kabel geswitcht, haben das an einem Durchlauf gemacht. Wir konnten jetzt tatsächlich nochmal, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist, nochmal ein bisschen genauer reinhören. Tatsächlich, das hat mir auch sehr gut gefallen. Für mich war es noch insofern nochmal ein Highlight, weil ich nochmal gemerkt habe an der Stelle, dass ich mich beim Umsetzen nochmal ganz anders auf dieses Hören nochmal einstellen musste und habe extreme Unterschiede wahrgenommen, die so extrem für mich waren, die nochmal extremer als in dem Kabel selber waren. Ich war für mich erstaunt, dass ich im ersten Durchgang ein Kabel für mich identifizieren konnte, dass wir nur auch heute präzise hören sollen, das tatsächlich wirklich so am Klangniveau relativ weit oben liegt, muss ich sagen. Ich fand nicht wirklich ganz passend für mich in der Kette. Also da waren doch einige Kabel, die stimmiger waren, also 2 für mich zumindest da drin. Eins des nicht derselben Herstellers und eins, was aus derselben Fabrikation oder aus demselben Hause kommt. Und würde mal irgendwie noch mal ein Stück weit für mich resümieren. Einfach Kabel ist doch, und das kann ich immer noch viel festhalten, ein echt wichtiges Thema tatsächlich. Also das darf man in so einer Kette und bei der Zusammenstellung einer Musikanlage nicht einfach außen vor lassen. Man kann da noch sehr, sehr viel machen. Und es ist tatsächlich sehr individuell und ist preisunabhängig tatsächlich eine Thematik, die man immer wieder ausprobieren sollte, um zu sehen, was ist für einen das Richtige, für welche Musik ist das Richtige. Ich hatte 2 Stücke heute, die so unterschiedlich geklungen haben, dass ich das Kabel
zweiten Folge einfach nicht mal wieder erkannt habe und tatsächlich den größtmöglichen Sprung gewagt habe, also von einem Kabel, was tatsächlich fast 15.000 € kostet, zu einem Kabel, das, Demi, was hast du gesagt, so schön irgendwie, das wurde einfach so aus dem Baumarkt zusammengedreht, irgendwie so tatsächlich gemacht habe und habe gesagt, so, oh, das Baumarktkabel würde mir richtig in dieser Zusammenstellung mit dem Titel tatsächlich viel, viel besser gefallen. Ja, also insgesamt muss ich mal sagen, war ein gelungener Tag. Also ich bedanke mich ganz toll. Hast du super organisiert hier. Hätte ich mir so gar nicht vorgestellt. Eine tolle Atmosphäre hier auch in den Räumlichkeiten, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also mit sehr viel Liebe zum Detail alles aufgebaut, irgendwie das Ganze. Und ja, und tatsächlich eine tolle Crew, die das heute gemacht hat hier. Also erstmal vielen Dank an der Stelle. Ich danke auch.